Ein wichtiges Thema für den Zigarrenaficionado ist das Thema richtige Zigarrenlagerung. Ihr kennt das Thema sicherlich. Die Frage ist immer, sind meine Zigarren zu trocken oder lagere ich sie zu feucht und bekomme vielleicht Schimmel? Das sind Fragen, die wir uns ständig stellen, und die Lösung zu dem Problem ist eigentlich relativ einfach und smart und dabei noch sehr kostengünstig. Und diese Lösung stelle ich euch jetzt vor. Also bleibt dran. Herzlich willkommen bei Better Together. Heute beginnen wir mit einem neuen Format. Neben den bekannten Pairing-Videos werden der Michael und ich euch nun nämlich regelmäßig wertvolle Quick-Tipps rund um das Thema Zigarren geben. Das sind einmal Tipps zu Zigarren selber, Zubehörtipps, Tipps zum Handling, Tipps zur Lagerung, Empfehlungen und Tipps eigentlich jeglicher Art. Das sind alles spannende Themen und vom Einsteiger bis hin zum erfahrenen Aficionado wird für jeden etwas dabei sein. Und das Ganze werden wir extra in komprimierter Form machen, ohne viel Drumherum, ohne viel Laberei, aber mit allem, was für euch wichtig ist. Wir hoffen daher, dass euch das neue Format genauso gefällt und genauso Spaß macht wie uns. Aber dann wollen wir ohne langes Reden mal direkt ins Thema einsteigen. Heute geht es nämlich um ein Thema, was vielen von euch sehr am Herzen liegt: die richtige Zigarrenlagerung. Es kommen ja schnell einige Werte zusammen und Zigarren sind ja nicht billig, und da möchte man natürlich sicher sein, dass die Zigarren in perfekter relativer Luftfeuchtigkeit lagern. Ich möchte euch daher eine aus meiner Sicht unschlagbare Lösung zeigen, die nicht die Welt kostet. Die, ich sage es jetzt mal böse, Schätzeisen in Form dieser kleinen, runden, analogen Fadenhygrometer, die bei den gängigen Humidoren dabei sind nämlich zu 99% einfach Mist. Die sind sehr ungenau und müssen einfach billig in der Herstellung sein, da sie halt den Humidoren kostenlos beiliegen. Die sollte man also besser gleich entsorgen. Dann kann man noch Echthaarhygrometer kaufen, die auch in dieser analogen Form sind, und die sind deutlich genauer, aber auch recht teuer und empfindlich gegen Stöße und Vibrationen. Also aus meiner Sicht auch nicht richtig geeignet. Eine moderne Lösung sind dagegen digitale Hygrometer, aber auch hier gibt es eine große Bandbreite und ein weites Feld zwischen Ramsch und echt guten Sensoren. Und die guten Sensoren muss man natürlich auch erstmal finden. Ein sehr gutes und durchaus nicht teures Hygrometer kommt vom chinesischen Anbieter Aqara. Aqara war mal ein Zulieferer von Xiaomi, aber macht inzwischen Sensoren unter eigenem Label. Und die sind halt sehr gut. Der Aqara-Sensor selber ist halt ein Feuchtigkeitssensor und ein Temperatursensor und ist eigentlich für Heimautomatisierung gedacht und gemacht, lässt sich aber super für unsere Humidore zweckentfremden und kann dann sogar den Luftdruck messen. Das Ganze ist super klein, man sieht es hier auf meiner Hand, 36 x 36 x 9 mm, und es hat eigentlich auch nicht viele Funktionen. Hier auf der Seite sieht man die Löcher für die Sensoren. Auf der Frontplatte ist eine Mini-LED eingebracht, die den Zustand beim Pairen anzeigt. Hier auf dieser Seite gibt es einen Knopf zum Pairen und zum Resetten und auf der Rückseite den Batteriefachdeckel. Und das ist auch schon alles. Und das Ganze ist auch noch HomeKit und Amazon Alexa kompatibel und kostet lediglich 18 €. Das Gute daran ist, dass da drin ein hochwertiger Sensor des Schweizer Herstellers Sensirion werkelt. Und ich habe extra zu Sensirion Kontakt aufgenommen und in Erfahrung gebracht, dass dieser kapazitiv arbeitet. Ich hatte nämlich ein Video gesehen von dem Marc-André, wo er die verschiedenen Sensoren mal erklärt, und das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal nachschauen. Aber die kapazitiven Sensoren haben eben halt den Vorteil, dass sie einen sehr geringen Langzeitdrift haben und eine gute Langzeitstabilität und damit eigentlich über Monate und Jahre so einsetzbar sind, wie sie sind. Also man muss sich nicht drum kümmern, und das ist halt sehr super. Die Genauigkeit von dem Sensor
liegt im Temperaturmessbereich minus 20 Grad Celsius bis plus 50 Grad Celsius. Bei geringen plus minus 0,3 Grad Celsius, ist also super genau. Und die Genauigkeit der Feuchtigkeit ist plus minus 3%, also genauer als jedes Faden- und Haarhygrometer. Und das Ganze ist vom Hersteller ausgeeicht, also hat man damit auch nichts zu tun. Allerdings gibt es auch einen kleinen Nachteil, und das ist, dass man den Sensor, so wie er jetzt ist, nicht direkt einsetzen kann. Man braucht nämlich den Aqara Hub. Und der Hub schlägt nochmal mit ca. 45 bis 55 Euro, je nach Generation, die man da kauft, zu Buche. Der Vorteil von dem Hub ist aber, dass ich an diesem 128 Sensoren anschließen kann, aber nicht nur Luft, Feuchtigkeit und Temperatursensoren, sondern auch Heizkörperthermostate, Vibrationssensoren, Tür- und Fensterkontakte, Wassersensoren, Steckdosen, also alles, was es im Heimautomatisierungsbereich gibt. Und dann sind die 45 bzw. 55 Euro doch irgendwann amortisiert. Also man kauft den Hub nur einmal und kann beliebig viele Sensoren eigentlich daran anschließen. Und das richtig Schöne an diesem Sensor ist, dass man ihn von unterwegs abfragen kann. Und dazu starte ich einfach mal die App. So, hier seht ihr die Aqara App, und wenn man da drauf geht, dann öffnet sich das Homeboard. Und in dem Homeboard habe ich persönlich 3 Sensoren eingerichtet. Das ist einmal der Table Humidor und 2 Aluboxen. Auf der linken Seite wird bei mir die Temperatur angezeigt, das kann man aber beliebig verschieben, und auf der rechten Seite jeweils die Luftfeuchtigkeit. Wenn man auf zum Beispiel die Alubox 1 geht und den Humidity-Sensor, dann kann man noch Details sehen. Also man sieht, dass die Luftfeuchtigkeit gar nicht 70 ist, sondern 69,6%, also mit Dezimalstellen angezeigt wird. Man sieht hier einen zeitlichen Verlauf, eine Durchschnittsluftfeuchtigkeit, und man kann das Ganze hier noch verschieben und man sieht, wann man an der Box war und sich die Luftfeuchtigkeit geändert hat. Und das Ganze kann man über den Tag machen oder auch über die Woche verteilt. Und das Ganze kann man auch noch automatisieren, sodass man Nachrichten zugesendet bekommt. Wenn ich zum Beispiel auf Automation gehe, dann habe ich mir hier solche Nachrichten eingebaut, und die sind relativ einfach zu programmieren über Wenn-Dann-Bedingungen. Also wenn ich auf den ersten Punkt gehe, wenn die Luftfeuchtigkeit low wird, dann sage ich, wenn die Luftfeuchtigkeit unter 64% oder zu 64% droppt, dann soll er mir eine Push-Notification schicken. Das heißt, ich bekomme überall auf der Welt, wo ich bin, auf meinem Handy eine Nachricht, dass irgendwas mit meinem Humidor nicht stimmt. Und dann kann ich halt irgendjemanden anrufen und sagen, er möchte doch mal nachschauen. Das Ganze ist super einfach zu programmieren. Ich habe es für jeden Sensor gemacht, immer ein Low und ein High, und mehr brauche ich eigentlich nicht für meine Kontrolle des Humidors. Praktisch, oder? Und das für unter 20 Euro. Wenn man also nochmal zusammenfasst, der Sensor ist super klein, passt so in jeden Humidor, eigentlich in jede Ecke, und kann sogar in Travel-Humidoren eingesetzt werden. Er kostet nicht die Welt. Mit 18 Euro hat einen Schweizer Präzisionssensor integriert, der kaum Langzeitdrift hat und ist überall auf der Welt per App abfragbar. Ich brauche noch nicht mal den Humidor dafür öffnen, also das hat natürlich auch noch einen Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, dass er keine direkte Anzeige hat. Das heißt, wenn ich einen Humidor mit Glasdeckel habe, kann ich ihn nicht direkt ablesen, sondern ich muss immer zum Handy greifen. Und der Sensor ist von Haus aus vom Hersteller kalibriert, ist nicht einzeln kalibrierbar. Das heißt, sollte ich einen haben, der nicht richtig funktioniert, dann kann ich da auch nichts dran ändern. Aber ich muss sagen, ich finde das Ding echt spitze. Was mich natürlich jetzt brennend interessiert ist, ob ihr noch die klassischen analogen Hygrometer verwendet oder aber auch schon digital und smart arbeitet und bei der relativen Luftfeuchtigkeitsmessung
halt solcher Sensoren einsetzt und welche das dann sind. Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Und zudem interessiert uns natürlich auch, welche anderen Themen ihr gerne in den Quick-Tipps behandelt hättet. Ja, das war es auch schon, unser erster Quick-Tipp. Ich hoffe, das neue Format hat euch genauso Spaß gemacht. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.